Also eigentlich ist es ein Umfeld, in dem es nahezu unmöglich ist, gute Bilder zu machen. Die Idee und das Konzept meiner Fotografie ist, aus der Luft die Eingriffe des Menschen in der Landschaft zu zeigen. Ich interessiere mich für Orte, an denen Rohstoffe abgebaut werden, die wir alle für unser tägliches Leben brauchen, bei denen wir aber ganz oft keine Hintergrundinformationen haben, wo sie herkommen. Ich nutze genau diese beiden Stilmittel, also die Abstraktion und die Ästhetik, um dann auf Umweltthemen aufmerksam zu machen. Ich verbringe unfassbar viele Stunden einfach nur im Studio, recherchiere die Orte, suche die Landschaften, die zu dieser Geschichte passen, muss mir Genehmigungen einholen, muss die Reise vorbereiten. Also das nimmt den absolut größten Teil meiner Arbeit ein. Es ist egal, ob ich im Helikopter unterwegs bin, in einem Flugzeug oder mit der Drohne. Die Luftbildfotografie, die hat ganz klar sehr viele Möglichkeiten. Also für mich ist der ganz große Vorteil, dass ich meinen Kamerastandpunkt frei wählen kann. Aber gleichzeitig bringt die Fotografie schon einige Herausforderungen mit sich, vor allem wenn man selbst in der Luft ist. Nach einer Stunde Flug ist man durch. Das fordert so viel Konzentration und Energie. Du musst da wirklich deinen Körper komplett anspannen, um da wirklich gute Bilder hinzubekommen, die dann auch technisch einwandfrei sind. Für mich ist immer das Ergebnis entscheidend. Und durch das, dass ich immer dieselben Kamerasysteme, immer mit denselben Optiken verwende, kann ich durchweg durch alle Techniken sicherstellen, dass ich immer das perfekte Ergebnis bekomme. Genau da versuche ich eigentlich immer hinzuarbeiten, also auf diesen einen perfekten Moment, wo wirklich alles zusammenpasst. Da öffnet sich bei mir dann auch das fotografische Herz. Du siehst beim Endergebnis ja nicht, wie der Aufwand des Bildes war. Also die ganze Vorbereitung, die Kommunikation mit den Helikopterunternehmen, Absagen, Sprachprobleme, in diese Länder reisen, vor Ort, Optionstage wegen schlechtem Wetter aussitzen und dann irgendwann in die Luft zu kommen und dann in der Kamera zu merken, jetzt ist genau dieses perfekte Bild entstanden. Und wenn dieser Moment eintritt, dann hat sich für mich die ganze Reise, der ganze Aufwand schon gelohnt.